an. Frau Kuhn-Krainick, Sie sind Diplom-Psychologin und bieten hier in Ihrem Büro in Schwetzingen Coachings an. Was sind das für Coachings und was für Menschen kommen zu Ihnen? Also in meinen Coachings geht es eigentlich immer um die persönliche Entwicklung und Förderung von Menschen. Und ich als Psychologin habe mich auf die sozialen Kompetenzen spezialisiert. Soziale Kompetenzen sind alles rund um das Miteinander zwischen Menschen. Zum Beispiel bei Mitarbeiterführung, bei Kommunikation, bei Zusammenarbeit, Teamarbeit. Auch bei der Karriereplanung generell spielt es eine Rolle. Und in den letzten Jahren ist mehr und mehr das Thema Burnout noch dazugekommen. Und weil Sie auch gefragt haben, wer zu mir kommt, also meine Kundinnen sind Menschen in Führungsfunktionen oder in sehr verantwortungsvollen Positionen, die in einer Situation sind, wo sie Hilfe und Unterstützung brauchen. Wie müssen wir uns denn so ein Coaching vorstellen? Was passiert denn da? Also hier in meiner Praxis in Schwetzingen finden normalerweise die Coachingsitzungen statt. Und es gibt eine erste Sitzung, da bespricht man die Zielsetzung des Coachings, da bespricht man auch den Rahmen oder wie man auch miteinander arbeiten möchte. Und dann hängt es ganz, ganz stark von der jeweiligen Fragestellung ab. Also möchte jemand seine Kompetenzen entwickeln, möchte jemand Entscheidungen treffen. Und je nachdem, welche Frage gestellt ist, haben wir auch unterschiedliche Vorgehensmöglichkeiten. Können Sie uns für Ihre Arbeit als Coach ein paar konkrete Beispiele geben? Konkrete Beispiele. Ja, also derzeit zum Beispiel kommt ein männlicher Chef zu mir, der hat Probleme in seinem Team, der hat mehrere Mitarbeiter und 2 Frauen, die machen sich so ein bisschen das Leben gegenseitig schwer, sind immer wieder auch im Streit und im Konflikt und das ist für den Vorgesetzten auch eine schwierige Situation. Und nicht nur die beiden, sondern auch innerhalb des Teams gibt es immer wieder Reibereien wegen, wer ist für was verantwortlich, wer hat welche Kompetenzen. Also da ist einfach ganz, ganz viel im Team zu tun. Und ein Ziel mit der Führungskraft ist natürlich, die Zusammenarbeit im Team zu verbessern. Was aber eigentlich dahinter steht, ist auch sein Führungsverhalten zu überdenken und zu überarbeiten. Also die Frage, wie kann ich mich mehr durchsetzen oder wie kann ich auch selbstbewusster meine Rolle als Führungskraft einnehmen. Das ist ein Beispiel. Ein anderes, eine junge Frau, die zu mir kommt, die hat auch eine verantwortungsvolle Position, hat in den letzten Jahren so durchgestartet karrieremäßig und ist jetzt wirklich gefährdet beim Thema Burnout. Wie können Sie denn zum Beispiel dieser Frau bei einem drohenden Burnout helfen? Bei dieser Klientin ist es so, dass sie jetzt im Alltag ihr alles immer mehr zur Last wird, dass sie sich immer mehr unter Druck fühlt und auch gar nicht mehr weiß, wie sie so die täglichen Anforderungen bewältigen soll. Und da haben wir als erstes mal geschaut, wie können wir positive Rituale in ihren Alltag einführen. Wir haben den Alltag unter die Lupe genommen und haben da verschiedene Dinge erarbeitet und auch mit Bildern untermauert. Wie kann ich in meinem Alltag positivere Verhaltensmuster etablieren. Das war ein wichtiger Punkt. Was eigentlich für die Klientin noch wichtiger war das Thema, wir haben an ihren Antreibern gearbeitet. Also jeder Mensch hat so Dinge, was mich treibt. Und bei ihr war eine ungünstige Kombination Perfektionismus und auf der anderen Seite auch noch es jedem recht machen wollen. Und das hat sie natürlich stark unter Druck gesetzt und allein das zu merken war schon ein positiver Gewinn und dann auch sich erlauben zu gönnen, zum Beispiel auch mal Dinge liegen zu lassen, nicht alles am Abend fertig zu haben, waren für diese Klientin sehr gute Maßnahmen. Es kommen also Menschen zu Ihnen und Sie erarbeiten im Gespräch konkrete Lösungen. Sie haben recht, häufig sind es Probleme, Sorgen oder einfach auch schwierige Situationen, die Leute dazu bringen, in ein Coaching zu gehen. Und dann ist auch so ein gewisser Leidensdruck da und auch die Energie, ich möchte weg von einer Situation oder von einem Problem. Und das Wort Krise, weil Sie das gerade eben gesagt haben, im Chinesischen ist das Wort Krise besteht aus 2 Worten, 2 Begriffen. Das eine bedeutet Gefahr und das andere bedeutet Chance. Und im Coaching besteht einfach die Chance, sich positiv zu verändern. Ein Stück Verhalten zu verändern und zufriedener und vielleicht auch erfolgreicher durchs Leben zu gehen. Und was ist jetzt Ihre Besonderheit als Coach? Also ich denke, dass ich eine sehr positive Frau bin und dass ich auch sehr wertschätzend mit Menschen umgehe. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin auch neugierig, immer neue Leute kennenzulernen und auch mit unterschiedlichen Menschen zu arbeiten.
Und mir ist es wichtig, dass in einem Gespräch eine gewisse Gleichberechtigung da ist, so wie wir beide hier sitzen, dass es wirklich auf gleicher Augenhöhe ist und dass ich auf dem Weg helfe, auf der Suche helfe nach den richtigen Möglichkeiten. Was sollten Interessenten, die Sie aufsuchen, über Sie wissen? Hilfe zur Selbsthilfe ist mein Grundprinzip. Das bedeutet, alle Methoden oder Fragen, die ich im Coaching mit den Klienten erarbeite, stelle ich den Klienten auch zur Verfügung. Auf meiner Homepage unter Coaching-Schwetzingen beispielsweise gibt es einen geschützten Bereich und wenn jemand Kunde bei mir ist, kann er da in diesen geschützten Bereich reingehen und sich Checklisten, Fragen, auch kleine Artikel von mir runterladen und dann auch an sich selber arbeiten. Das ist das eine. Und das andere, ich habe gerade einen Selbstcoaching-Kalender veröffentlicht und da geht es auch um das Thema, wie kann ich persönlich Ziele erreichen und Vorhaben umsetzen. Und die Idee ist, durchs Jahr zu führen mit verschiedenen Methoden und Tools und da kann jeder an sich selber arbeiten, eben Hilfe zur Selbsthilfe. Wie können denn jetzt interessierte Klienten mit Ihnen Kontakt aufnehmen? Also die eine Möglichkeit, und das ist auch die leichteste, auf meiner Homepage unter www.coaching-schwetzingen.de. Da findet man meine Kontaktdaten und auch noch einiges mehr über mich und auch über Kunden und über die Themen. Ich denke, das ist die leichteste Möglichkeit. Ich bin aber auch zertifizierter Coach beim größten Verband, beim Deutschen Verband für Coaching und Training. Und auch dort auf deren Homepage sind mein gesamtes Profil und meine Kontaktdaten. Und auf Xing und auf Facebook bin ich unter meinem Namen Sandra Kuhn-Krainick auch erreichbar. Frau Kuhn-Krainick, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit. Dankeschön.